Heute geht es um 10 Tricks, wie ihr ganz einfach von zu Hause kostenlos euer Rucksackgewicht reduzieren könnt. Und mein erster Tipp an euch ist das Modifizieren von eurer bereits gekauften Ausrüstung. Man kann also jeden Gegenstand in seinem Rucksack mal durchgehen und gucken, was kann man dort vielleicht modifizieren und entfernen. Und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das Werkzeug der Wahl ist für mich da immer einerseits die Schere, um Dinge abzuschneiden, aber auch oft die Säge. Und der Klassiker dabei ist, man nimmt sich jedes Kleidungsstück mal und guckt, hat man da alle Preisschilder und alle Etiketten wirklich rausgeschnitten. Und so gehe ich dann mit der Schere durch, schneide die einzelnen Etiketten ab, lege die mal alle zusammen. Und wenn man am Ende schaut, was wiegt das eigentlich, wenn man bei jedem Gegenstand was abschneidet, da kommt da schon wirklich einiges zusammen. Ein anderer Klassiker ist zum Beispiel das Verkürzen der Zahnbürste, gerade im Ultraleicht-Tracking-Bereich. Bei einer Bambuszahnbürste geht das sehr einfach, da säge ich einfach ein bisschen ab. Bei einer Plastikzahnbürste kann ich teilweise was abbrechen. Es gibt aber wie in diesem Fall auch schon vorgekürzte Bambuszahnbürsten und auch mit dieser kurzen Länge komme ich unterwegs wirklich sehr, sehr gut klar. Auch haben Kopflampen zum Beispiel sehr häufig sehr dicke Bänder, so wie dieses hier. Und die braucht man eigentlich gar nicht. Deswegen kann man die abmachen und holt sich selber, wie ich das auch hier gemacht habe, mal eine Art Gummikordel, die ein bisschen dehnbar ist und kann sich hieraus dann wirklich selber etwas knoten, um echt 20, 30 Gramm, teilweise je nach Halterung, zu sparen. Auch gibt es oft bei Sitzkissen, wie zum Beispiel diesen, einzelne Segmente. Und wenn man gar nicht so viel braucht, könnte ich jetzt die ein oder sogar 2 Segmente wirklich abschneiden, um da die Hälfte zu sparen. Dasselbe geht natürlich auch bei panelbasierten Isomatten. Auch hier könnte ich die kürzen, sodass nur mein Torso wirklich drauf liegt. Das machen auch viele. An den Beinen verliert man im Prinzip nicht so viel Wärme wie an dem wichtigen Bauchbereich. Und auch am Rucksack zum Beispiel. Da gibt es gerade bei klassischen Wanderrucksäcken sehr, sehr viele Kordeln, Bänder, die man eigentlich gar nicht braucht. Das ist hier mal ein sehr minimales Beispiel, wo ich mal wirklich alles abgeschnitten habe, was es hier so an diesem Rucksack überhaupt dran gab. Und man geht da wirklich alle Befestigungen durch und eigentlich außer den Schultergurt und den Hüftgurt, der jetzt hier auch zum Beispiel fehlt, braucht man häufig viele Dinge gar nicht, die dann auch sehr, sehr viel Gewicht mitbringen. Mein zweiter Tipp wäre, dass ihr Packsäcke und Rucksackhüllen vermeidet. Bei jedem Produkt heutzutage gibt es immer schöne, muss man ja zugeben, Packsäcke, die dabei kommen. Das gilt für ganz kleine Produkte, wie zum Beispiel bei Handtüchern, aber auch so Netzbeutel gibt es dann zur Organisation, bis hin zu sehr, sehr großen Kompressionssäcken, zum Beispiel bei Schlafsäcken oder Zelten. Und das braucht man alles nicht. Lasst das zu Hause, das sind meistens sehr schwere und dicke Nylon-Materialien, die da mit dabei gelegt werden. Und man kann auch so im Rucksack eine schöne Organisation erreichen. Und gerade bei diesen Kompressionssäcken, da ist es teilweise sogar besser, keinen zu verwenden, um wirklich den vollen Platz im Rucksack ausnutzen zu können. Ich stopfe wirklich meinen Schlafsack ganz unten in den Rucksack, schön in die Ecken rein, und benutze ich diese Kompressionssäcke, habe ich teilweise wie so einen Ball, der gar nicht wirklich alle Hohlräume eines Rucksacks ausfüllt. Mein dritter Tipp ist das Abzählen von Brennstoff für eure jeweilige Tour. Und je nachdem, ob ihr Gas, Esprit oder Spiritus verwendet, könnt ihr wirklich dafür sorgen, dass ihr nur die passende Menge mitnehmt. Bei Gas zum Beispiel mache ich das so, dass ich verschiedene Gaskartuschen nach jeder Tour zu Hause habe und die dann beschrifte. Das heißt, ich klebe mir hier ein Etikett drauf und schreibe dann, wie viele Tage ich das Ganze schon verwendet habe. Man kann das dann auch nachhinein noch wiegen und den Gasgehalt so messen. Und habe ich dann vielleicht über die Monate oder Jahre 5, 6 Gaskartuschen mit unterschiedlichen Füllständen zu Hause, so kann ich wirklich immer die wählen, die für meine aktuell geplante Länge wirklich passt. Und benutzt man da Esprit, da geht das zum Beispiel einfacher, das mache ich auch mittlerweile. Da habe ich einen dieser Würfel einfach immer mit und nehme dann für in diesem Fall 3 Tage wirklich 3 Würfel mit, um dann 3 Track-and-Eat-Mahlzeiten abends kochen zu können. Genauso ist es bei Spiritus und ähnlichen Brennstoffen. Die habe ich in einem kleinen separaten Behälter und schaue dann, dass ich die jeweilige Milliliteranzahl für meine Etappenlänge immer habe. Der vierte Tipp dreht sich um die sogenannte Nachkaufplanung. Das heißt, ich kann mir vorher Gedanken machen, wie sieht meine Route aus, wie viel Nahrung muss ich für wie viele Tage mitnehmen und wo kann ich das vielleicht nachkaufen. Wenn ich also weiß, am 4. Tag gibt es einen Supermarkt, der passende Nahrung hat, dann plane ich das ein, da wirklich nachzukaufen. Was ich ganz gerne mache, ist das Planen mit Care Packages. Das heißt, ich packe mir zu Hause wirklich 1 bis 2 Kisten, je nach Tourlänge, und packe da wirklich meine spezialisierte Tracking-Nahrung rein, die sehr kalorieneffizient und leicht ist. Auch wie zum Beispiel Track and Eat. Diese Care Packages schicke ich mir dann an die Dörfer, durch die ich komme, an verschiedene Packstationen, Poststationen oder vielleicht an Unterkünften, wo ich mal eine Pause mache. Und so habe ich immer
nur so wenig Nahrung, wie ich auch wirklich für die Tage brauche, merke, wie unterwegs mein Rucksack wirklich leerer wird und muss nicht für zum Beispiel 2 Wochen die ganze Nahrung wirklich mitschleppen. Der 5. Tipp dreht sich auch um die Frage Wasser, beziehungsweise ob ich für meine Tour einen Wasserfilter brauche. Gerade im Raum Deutschland ist es mittlerweile sehr selten, dass mir ein Wasserfilter überhaupt etwas bringt. Denn einerseits trinke ich sehr viel aus gefassten Quellen, die zum Beispiel an Campingplätzen und öffentlichen Brunnen wirklich da sind. Andererseits, wenn ich da mal einen Bach finde, dann ist es sehr oft so, dass die durch die Landwirtschaft wirklich verseucht sind und ich dann trotzdem nicht daraus trinken sollte. Die haben ihre Nutzen, manchmal nehme ich meinen vollen Wasserfilter auch mit, aber ansonsten habe ich als wirklich leichtes Backup entweder keinen mit oder verwende diese Mikropur-Tabletten von Katadyn. Das sind ganz kleine Tabletten, die packe ich mir auch in so einen kleinen Ziploc-Beutel immer ein und habe da für den Notfall wirklich 5, 6 Stück dabei. Eine reicht dafür 1 Liter Wasser und dann wartet man 30 bis 120 Minuten und kann dann im Prinzip auch mit besserem Gewissen mal aus einer nicht ganz sauberen Quelle trinken. Ein 6. Tipp ist das sogenannte Packlisten-Tracking. Das heißt, ich schreibe mal wirklich auf einen Zettel auf, was ich alles so in meinem Rucksack bis ins kleinste Detail habe und wie viel das wiegt. Das kann man heutzutage auch digital machen mit zum Beispiel einem Dienst wie Leiterpack und dann kann ich nach der Tour mir das mal angucken, was ich da mit hatte und mir dann die Frage stellen, was habe ich davon nicht gebraucht? Was ist vielleicht doppelt vorhanden? Und bis heute nach jeder Tour evaluiere ich das immer neu und merke dann häufig, eigentlich brauche ich das ja wirklich nicht. Lass es dann zu Hause und gerade am Anfang packt man immer viel zu viel ein, vielleicht auch aus Angst, irgendwas zwingend zu brauchen, was gar nicht notwendig ist. Und so kommt es mit der Erfahrung und so ein Packlisten-Tracking hilft dann wirklich ungemein, immer einen Überblick zu haben und genau zu sehen, wo man dann vielleicht Gewicht sparen kann und was man zu Hause lassen kann. Mein nächster Tipp bezieht sich auf Lebensmittelverpackungen, die man vielleicht mitnimmt. Und einerseits, nachdem ich zu Hause meinen Einkauf für die Tour gemacht habe, kann ich mal gucken, gibt es da vielleicht unnötige Verpackungen? Das ist leider heutzutage sehr häufig der Fall, wie zum Beispiel bei diesen Riegeln. Die haben hier eine äußere Pappverpackung, die kann ich aufmachen. Da drin gibt es dann noch eine Plastikverpackung, die reiße ich auf und sehe dann im Prinzip, dass ich da drin dann nochmal ganz einzeln verpackte Riegel habe, die ich dann auch eigentlich so in den Rucksack packen kann. Habe ich verschiedene Lebensmittel derselben Kategorie, kann ich vielleicht alle Verpackungen gleich ganz weglassen und die in einer generellen Packung oder Beutel zusammenfassen. So mache ich das zum Beispiel bei meinem Shakepulver, was ich häufig zum Frühstück nehme. Und da habe ich direkt einen Beutel für 4 Tage und muss nicht ganz viele Plastikverpackungen mitteilen. Da kommt man aber nicht ganz drum rum, zum Beispiel bei Track and Eat auch oder anderen Produkten, wo Müll anfällt. Da mache ich das so, dass ich den Müll in meine Hosentasche, Jackentasche packe oder außen ins Rucksacknetz. Und immer wenn ich dann sofort bei einem Mülleimer vorbeikomme, habe ich den Müll griffbereit und kann den dann sofort entsorgen. Zusätzlich möchte ich euch dazu Gummibänder empfehlen. Da habe ich mir mal so ein 100er Pack einfach zugelegt und habe bei jeder Tour 3 bis 4 immer dabei. Hat man größere Lebensmittelverpackungen, die dann nicht automatisch wieder verschließbar sind, kann man die mit den Gummibändern schließen und so krümmelt der ganze Rucksack nicht voll. Das heißt, ich kann auch auf große Foodbags verzichten, die man eigentlich in Amerika gerade nur mitnimmt, um geruchshemmend wirklich seine Nahrung lagern zu können. Das braucht man sehr häufig in Deutschland nicht und kann sich dann dadurch auch quasi noch im Packsack wirklich einsparen. Mein nächster Tipp wäre es, sich Gedanken über die Wechselkleidung zu machen und da entweder nur ganz wenig oder sogar gar keine Wechselkleidung mitzunehmen. Man ist es im Alltag und von zu Hause gewohnt, jeden Tag frische Kleidung anzuziehen. Aber gerade im Outdoor-Bereich haben wir wirklich geruchshemmende Funktionskleidung, also synthetische Materialien, Merino. Die kann man auch schon mal 3, 4 Tage am Stück tragen, ohne dass die anfangen zu stinken oder sich unwohl anfühlen. Man ist den ganzen Tag draußen, das lüftet auch und unterwegs hat man manchmal die Möglichkeit, dann auch sowas mal zu waschen. Also ohne Seife wirklich in einem Bach einfach mal nass zu machen, an einem Pausentag oder in der Unterkunft wirklich im Waschbecken. Und da das auch Synthetik ist, meistens trocknet das dann auch sehr, sehr schnell. Und so komme ich zum Beispiel komplett ohne Wechselkleidung auch auf mehrwöchigen Touren zurecht. Das ist eine Gewöhnungssache, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Deswegen probiert damit ein bisschen rum, verzichtet vielleicht erstmal auf ein T-Shirt, anstatt auf eine zweite Unterhose und mit der Zeit kann man dann gucken, wo seine eigene Schmerzgrenze vielleicht ist. Mein 9. Tipp ist die Multifunktion bzw. die Mehrfachnutzung von Gegenständen. Man kann sich immer die Frage stellen, kann ich einen einzelnen Ausrüstungsgegenstand für mehrere Probleme im Prinzip verwenden, die ich so unterwegs habe. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Multifunktionstuch oder das Buff, was ich persönlich
ganz, ganz oft verwende. Zum Beispiel trockne ich mich damit nach dem Duschen ab. Ich benutze das als Mütze, wenn mir kalt ist, als Schlafmaske, wenn ich mal einen Schlafplatz habe, der irgendwie sehr, sehr hell ist oder ich in Schweden bin, wo es ja die ganze Nacht immer hell sein kann, oder zum Beispiel auch als Sonnenschutz oder Schal. Auch kann ich mir Gedanken darüber machen, ob ich meine Kleidung in mein Schlafsystem integriere oder auch andersrum. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Jacke schlafe, kann ich eine geringere Isomatte oder einen Schlafsack mitnehmen, der nicht ganz so dick ist. Auch kann ich vielleicht meinen Schlafsack oder besser noch mein Kilt im Lager als Jacke abends tragen und dann im Prinzip auch eine dünnere Jacke mitnehmen. Das klappt mit dem Kilt wunderbar, den ich zusätzlich auch entweder als Decke oder vollumfänglichen Schlafsack dann ganz flexibel benutzen kann. Auch verzichte ich mittlerweile immer öfter auf ein Kissen und nehme zum Beispiel einfach mein vorhandenes Sitzkissen und meinen Rucksack, tue mein Sitzkissen vorne in den Netzbeutel herein und tue ein paar Wechselsachen, wie zum Beispiel mein Regenponcho, die Regenhose oder ein paar Nahrungsmittel in meinen Rucksack und habe dann wirklich ein sehr, sehr bequemes und weiches Kissen, was teilweise noch komfortabler als ein reines Luftkissen ist. Mein 10. und letzter Tipp ist die optimale Gewichtsverteilung. Und da kann ich einerseits Trackingstöcke verwenden, um bis zu 20% meines Körper- oder Rucksackgewichts wirklich besser zu verteilen, und zwar auf die Arme und damit die Trackingstöcke. Und das ist egal, ob ich ein Modell aus Carbon, DRC-Aluminium oder wirklich ein günstiges Einsteigermodell habe. Das klappt auf jeden Fall immer und ist ansonsten auch eine gute Idee. Andererseits kann ich schauen, ob ich Gegenstände aus meinem Rucksack herausnehme, die klein und schwer sind, wie zum Beispiel Powerbanks, und die gleichmäßig an meinem Körper anhefte. In Schultergurttaschen, in Hüftgurttaschen, in Bauchtaschen, in der Jackentasche oder was ich am liebsten mache, in einer speziellen kurzen Hose, die ich von Decathlon habe. Die habe ich sogar 3-mal und benutze die auf jedem Trail eigentlich. Und die hat vorne eine große flexible Tasche mit Reißverschluss, wo ich zum Beispiel auch mein Geld lager, an den Seiten verschiedene stretchbare Taschen und sogar hinten noch eine Reißverschlusstasche. Und da habe ich wirklich alles immer griffbereit und entlaste wahrscheinlich über 1 Kilo insgesamt aus meinem Rucksack und verteile den so an meinem Körper. Konnten euch diese 10 Tricks helfen, ein leichteres Rucksackgewicht zu bekommen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Die Hose und andere Gegenstände, die ich hier gezeigt habe, verlinke ich unten natürlich, und habt ihr noch Fragen, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Bis zum nächsten Mal.